Beim Trompetespielen hindern uns natürlich Punkte wie zu eng gestellte Lippen oder auch ein zu enger Hals. Das mit den Lippen, das haben wir schon mal hier in diesem Video gemacht. Aber heute geht es darum, dass wir uns um den Hals kümmern. Oft ist es so, dass wenn man viel Luft gibt, dass der Hals eng macht. Und durch diese Enge stauen wir natürlich die Luft, die kann nicht frei fließen und es wird anstrengend. Wir arbeiten gegen unsere eigene Körperkraft und letztendlich ist man natürlich dann erschöpft, der Hals kann die Spannung nicht mehr halten etc. pp. Es sind so viele Punkte, die uns negativ beim Trompete-Spielen beeinflussen. Jetzt geht es darum, dass wir uns das abtrainieren, dieses enge Gefühl oder dass der Hals eng wird ab einer gewissen Höhe. Und mit meinen Schülern arbeite ich gerne mit dem Schlauch und auch mit anderen Gerätschaften, aber hier ist die Allzweckwaffe genau für diese Übung. Sobald du diesen Schlauch zwischen den Lippen hast, atmest du automatisch freier. Wieso? Der Kehlkopf geht auf und dadurch lässt unser Hals einfach viel mehr Luft hinein, aber natürlich auch hinausströmen. Das Ganze mache ich gerne immer 5-mal. Es ist nicht zu wenig, man gewöhnt sich an dieses Ein- und Ausatmen. Es ist aber auch nicht zu viel, dass wir schon Schwindelgefühle entwickeln, beziehungsweise sich alles anfängt zu drehen. Vorher natürlich aufhören oder beziehungsweise sich hinsetzen und sich wieder sammeln. Dann kann man wieder weiter trainieren. Wenn du diese Übung machst, wir machen es auch gleich mal gemeinsam, 5-mal. Merkst du, wie schnell Luft in und aus unserem Körper herausfließen kann? Unglaublich schnell. Jetzt gilt es natürlich, genau dieses Gefühl auf das Trompete-Spielen zu übertragen. Das geht natürlich nicht 1:1, weil wir natürlich unser Mundstück an unseren Lippen gesetzt haben, beziehungsweise Lippen auch eng sind, damit die schwingen können und ein Ton entstehen kann. Aber man kann hineinfüllen, dass hinten alles weich ist. Also so dieses typische Kiefer runter und Gähnen macht auch den Hals weit auf, damit die Luft weich und voluminös durch unseren Hals fließen kann. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir nicht gleich in einer hohen Lage starten und Töne spielen, sondern starte in der tiefen Lage, ohne Zungenanstoß, sondern nur mit Luft fließen lassen. Achte auf deinen Hals. Wir sind in der Lage sehr locker, es ist alles offen, es ist alles weich und wir haben noch keine Anstrengung. Solltest du feststellen, dass du ab einer gewissen Tonhöhe diesen engen Hals entwickelst, üb diese Übungen, die ich dir gezeigt habe mit dem Schlauch und auch dieses tiefe Töne aushalten, immer unterhalb von diesem Ton. Wir erweitern langsam und sukzessive unseren Tonraum und du wirst merken, dann schaffst du auch diese Grenze, dort wo sich der enge Hals einstellt, zu überwinden und eben diese Luft, diesen Luftfluss auf andere Töne, die auch wesentlich höher liegen, zu übertragen. Wichtig ist immer, dass du diese Atemübungen nicht nur einmal machst bei deinem Üben, sondern immer wieder mit einfließen lässt. Das heißt, du kannst auch gleich damit starten, danach machst du ein Warm-up, wärmst dich auf, aber dann auch später, wenn du Literatur, Etüden übst und spielst und merkst, okay, jetzt gehst du wieder in die Enge, du merkst den Hals, dass er wieder zugeht, atme wieder mit dem Schlauch. Also du merkst, die Übung wird immer in deinen Übealltag mit Einfluss nehmen und dementsprechend hast du natürlich auch immer wieder dieses positive Feedback, okay, jetzt ist er weich, jetzt ist er weit und jetzt übe ich wieder meine Sachen. Es überträgt sich automatisch auf dein Trompetespiel, denn du spielst mit angenehmerer, weicherer, voluminöser Luft und das überträgt sich auf dein Trompetespiel, auf deinen Trompetenton, denn auch der wird insgesamt runder und voluminöser. Das heißt, es klingt einfach besser. Ich wünsche dir mit dieser Übung sehr viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, wie du es geschafft hast, deinen engen Hals abzutrainieren. Das interessiert mich brennend. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.